Leckere Bierwurst auch im Glas. So, für die Fleischauswahl brauchen wir 600 Gramm Schweineschulter. Dazu 600 Gramm Rückenspeck, grüner Speck. Natürlich müsst ihr das alles vorher ein bisschen anfrieren. Da lässt sich das erste Mal besser wolfen und besser verarbeiten. So, dazu 800 Gramm Rindfleisch. Das stelle ich euch alles ganz genau in die Infobox rein, was ihr genau braucht. Ich habe jetzt noch ein bisschen was dazu gemacht, dass ich so rund abwiege. Insgesamt haben wir 2 Kilogramm Fleisch. Dazu kommen 22 Gramm Senfkörner, das kommt aber erst ganz zum Schluss hinzu. Und dazu kommen noch 42 Gramm Pökelsalz. Das ist ein 21 Gramm auf das Kilogramm Fleisch. Könnt ihr euch aber selbst zusammenstellen, wer es ein bisschen weniger gern hat. Man kann auch runtergehen auf 18 Gramm, also von 18 bis 22 Gramm. Dazu habe ich noch 8 Gramm Pfeffer benutzt und 2 Gramm Massis Muskatblüte. So, dazu noch 2 Gramm Knoblauchpulver und 2 Gramm Korianderpulver. Das habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Dazu kam noch Ascorbinsäure, 4 Gramm. Und was wir dann noch haben, ist Kutterhilfsmittel. Nach Vorschrift, also was auf eurem Päckchen draufsteht. Bei mir ist es 1 Gramm auf 1 Kilogramm. Meistens ist es 4 Gramm Kutterhilfsmittel nach Vorschrift. So, dazu habe ich benutzt Bierkugeln, Därme. Die bekommt ihr beim Wurstversand auch zu kaufen. Ich hole sie hier bei Gilde in Weilerbach. Hier ist auch eine kurze Beschreibung, wie die gehandhabt werden. Ich schreibe es euch aber nochmal in die Infobox, in die Beschreibung unten rein. Wer das nicht benutzen kann oder will, der kann natürlich auch ganz stinknormale Liona-Därme nehmen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Diese Bierwursthüllen, muss ich sagen, die sind schon etwas schwer zu behandeln. Da habe ich schon meine leichte Schwierigkeiten gehabt, die gut stramm zu kriegen beim Abfüllen. Natürlich könnt ihr das Brät auch in Gläser abfüllen, das habe ich ja auch gemacht. So, heute benutzen wir die Monsieur Cuisine. Da kann man ganz locker 1,5 Kilogramm kuttern. Der hat zwar einen 3,5 Liter Behälter, hat er glaubt. Aber 1,5 Kilogramm, dann geht das schon richtig gut. Ja, 2 Kilogramm geht auch noch, aber da muss man gucken wegen der Temperatur. Dass ihr nicht zu hoch kommt, also über die 12 Grad. So, was wir jetzt noch brauchen zum Kuttern, das ist Eiswürfel. Natürlich könnt ihr dann auch eiskaltes Wasser nehmen, das funktioniert auch. Aber ich mache es mit Eisschnee, da brauche ich genau 150 Gramm. Dieser Kutter ist sehr gut. Da kannst du ganze Brocken Eis reinschmeißen und wie ihr seht, was hier rauskommt, das ist ja richtig klasse. Ja? Also ich habe bezahlt 55 Euro bei GGM. Da habe ich auch mal einen großen Kutter gekauft und ja, kann man ganz schnell Eis herstellen, auch im Sommer. Sehr gut das Ding. Wir füllen jetzt die Fleischmasse ein, also alles komplett so wie es ist. Ja, und die komplette Gewürzmischung habe ich im Glas gemacht, nochmal schön durchgemischt. Und das habe ich jetzt auch schon gleich mit reingegeben. Man kann es auch später machen, wenn ihr Angst habt, dass das irgendwie zu heiß wird oder was weiß ich, was da manche Leute behaupten. Das funktioniert. Wir gehen auf dem Display zu pürieren und lasst das erstmal so 30 Sekunden laufen auf Stufe 8. Man kann auch noch 2 Stufen höher gehen, aber was ich so rausgefunden habe, 8 ist besser. Wenn du es auf 10 machst, dann lauft das manchmal frei und bei 8 kuttert es eben durch. Ja, da müsst ihr euch einfach ein bisschen einfuchsen. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Einfach laufen lassen, das Kutterhilfsmittel dann nicht vergessen, das kommt dann gleich mit rein. Natürlich dann auch das Eis, immer ein bisschen kühler, so abwechselnd reingebe, mal wieder die Temperatur messe. Ja, und dann, wie ihr seht, kommt dann ein tolles Brät raus. Wer keinen Thermomix oder ähnlich hat, der kann natürlich jetzt auch eine ganz normale Küchenmaschine benutzen. Ich benutze da jetzt eine Philips. Die hat jetzt einen, ich glaube, einen 3,8 Liter Topf und die rattert das auch sehr gut durch. Allerdings solltet ihr dann das Fleisch
Durchwolfe, also mit der mittleren Scheibe und dann mit der kleinen Scheibe und dann erst kuttern. Das ist halt der Nachteil. Also wie gesagt, das Eis nicht vergessen, Kutterhilfsmittel rein, laut Packungsangabe durchkuttern und dann bekommt ihr auch ein super Brät. Bisschen mit der Spale Nachhilfe. Ja, und das ist eigentlich alles. So, ich benutze jetzt einen Wurstfüller von Verdes. Der ist sehr gut, der ist baugleich mit Begetal, allerdings noch ein kleiner Tick besser. Und der hat eine Stahlkurbel, was der von Begetal nicht hatte. Und der war auch billiger. Aber das ist sehr gut, der ist standhaft. Der bewegt sich nicht, wenn man durchdreht. Und ist wirklich gut. Die Därme haben wir dann ja gewässert. Wir fangen jetzt mal mit den Bierdärmen an. Und dann drücken wir mal das erste Brät hier rein. Also wie schon anfangs erwähnt, die lassen sich schon schwer füllen. Also da muss man schon gut festhalten und richtig Druck drauf geben. Zum Glück haben wir ja noch Leona-Därme zu Hause gehabt. Und da habe ich das noch in Leona-Därme gemacht. Habe das dann auch noch in Gläser gefüllt. Also das geht ganz gut und das schmeckt auch super. So, ich hänge euch das nochmal noch rein, das könnt ihr euch durchlesen und da könnt ihr nachlesen, wie das alles gehandhabt wird. Da steht ihr jetzt auch gleich dabei, wie die heiß geräuchert werden und ich habe sie natürlich auch noch geräuchert und dazu kommen wir jetzt noch schnell. So, die Würste habe ich mit 65 bis 70 Grad geräuchert. So, danach habe ich einen großen Topf mit Wasser befüllt und die Würste auf 75 bis 80 Grad, also nicht kochen lassen, sondern nur sieden, abgebrüht. Das Wasser sollte heiß sein, aber nicht sprudelnd, um zu verhindern, dass die Würste platzen oder austrocknen. Die Brühdauer ist etwa 20 bis 30 Minuten, je nach Dicke und Länge der Würste. Genauere Info nochmal in der Beschreibung unten. Nach dem Brühen kannst du die Würste in kaltes Wasser legen, um den Garprozess zu stoppen und die Haut zu festigen. Das hilft auch, die Würste saftig zu halten. So, also das ist jetzt die Bierwurst im Leona-Darm. Die sieht ganz genauso aus wie auch im Bierdarm. Und der Bierdarm möchte ich auch ein bisschen reifen lassen, ein bisschen trocknen lassen. Das schmeckt auch ganz gut. Und ja, so sieht's aus. Ist super lecker, werde ich jederzeit wieder machen. Für mich perfekt. Hier jetzt doch nochmal ein Anschnitt von der Bierwurst, dass ihr auch seht, wie die aussieht. Also das ist alles ziemlich gleich. So sieht's aus. Super, wird es jederzeit wieder machen. Perfekt. Habe ja noch etwas ins Glas gemacht. 100 Grad, 120 Minuten und dann ist die auch perfekt. Abkochzeiten und so weiter schreibe ich euch alles genau in die Beschreibung ein. Es gibt auch welche Videos, wo ihr das ansehen könnt. Dann ich sage mal, abonnieren nicht vergessen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.